einem Jahr hätte ich mir niemals träumen lassen, wie sehr YouTube mein Leben verändern würde. Es mag vielleicht kitschig klingen, aber das hier war eine der intensivsten Reisen, die ich je gemacht habe. Und ich habe so viel erlebt. Viele Höhen, aber auch einige Tiefen. Es gab Tage, da saß ich spät abends noch am Rechner und habe mich tatsächlich gefragt, ob es das alles wirklich wert ist. Warum ich das überhaupt mache. Und dann gab es diese Momente, die alles wieder ins rechte Licht gerückt haben. Und zwar ihr, die Community, eure Nachrichten, eure Kommentare, die kleinen Schritte vorwärts, die kleinen Erfolge. Heute möchte ich euch mitnehmen in dieses Jahr voller Herausforderungen, voller Disziplin, aber auch voller Freude und Wachstum. Und ja, YouTube hat mein Leben verändert. Der Start. Ein Sprung ins kalte Wasser. Als ich mit YouTube angefangen habe, war es für mich ein Sprung ins kalte Wasser. Ich bin Fotografin und vor der Kamera zu stehen, ist für mich, gelinde gesagt, herausfordernd. Es ist definitiv was anderes, ein Bild zu gestalten, als sich selbst zum Motiv zu machen. Aber ich wollte es unbedingt. Ich wollte nicht nur Bilder teilen, sondern auch mein Wissen über die Fotografie. Weil ich bin der Meinung, dass Wissen frei verfügbar sein sollte. Ich wollte sozusagen meine Fotoreise, in der ich ja selber auch noch total viel lerne, dokumentieren. Ich wollte diesen Kanal für Anfänger machen, aber auch für Fotografiebegeisterte, genauso wie ich es bin. Eines wurde mir dabei ziemlich schnell klar. YouTube ist ein eigenes Universum. Was durfte ich denn alles auf diesem Weg lernen? Der erste Punkt, vor der Kamera stehen. Am Anfang war es mehr als komisch, mich selber zu sehen und zu hören. Es war, wie wahrscheinlich alle wissen, furchtbar. Ich habe die Kamera mehr als Fremdkörper wahrgenommen als Hilfe und ich muss zugeben, es ist für mich heute immer noch komisch, aber es ist schon deutlich besser geworden. Und was sagen wir? Wachstum entsteht außerhalb der Komfortzone. Also mache ich weiter. Was durfte ich noch lernen? Struktur und Analyse. Durch das Erklären der Fotografie habe ich mich selber viel intensiver mit meinen eigenen Prozessen auseinandergesetzt. Ich habe gelernt, bewusster zu analysieren, was ich mache und warum ich es so mache. Das hat nicht nur meinen Zuschauern geholfen, sondern tatsächlich auch mir selbst. Quasi lernen durch Beibringen. Die Videografie. Vor YouTube hatte ich eigentlich gar keine Erfahrung mit der Videografie. Es war für mich komplettes Neuland. Also ich musste alles lernen, vom Schnitt über die Kameraführung und alles, was drumherum ist. Ich habe ganz viele Tutorials geschaut und mich da reingefuchst. Und ich hoffe, man merkt doch, dass vom ersten Video zum jetzigen Video ein kleiner, aber entscheidender Unterschied da ist. Design, Scripting, Ideenfindung. Es gibt noch ganz viel drumherum, was eigentlich zum YouTube-Kanal dazugehört. Und zwar nicht nur die Ideen finden, sondern auch natürlich die Videoscripts vorbereiten, bis hin zum Packaging, das heißt vom Thumbnail, quasi das Miniaturbild, was ihr immer seht, über die Shorts bis zum Community-Tab, also quasi den kompletten Aufbau eines Kanals. Und was soll ich euch sagen, ich bin immer noch dabei. Ich versuche Schritt für Schritt mir alles Mögliche beizubringen und einfach jedes Mal ein kleines bisschen besser zu werden. Nun kommen wir zu Kapitel 2, meine Ziele und meine Meilensteine. Mein Ziel war es, jede Woche ein Video hochzuladen und ich kann jetzt stolz berichten, das habe ich geschafft. Es war nicht immer einfach, naja, sogar häufig sehr stressig, aber es hat geklappt. Dieser Rhythmus hat mir geholfen, diszipliniert zu bleiben. Ein weiterer Wunsch war es, eine Community aufzubauen. Und was soll ich euch sagen? Ihr seid der Hammer. Zu 98% bekomme ich nur freundliche, inspirierende und auch positive, konstruktive Kommentare. Es ist wirklich, ihr seid viel mehr als Zuschauer. Ihr seid wirklich das Herzstück dieses Kanals. Und ich möchte einfach mal Danke sagen, dass ihr so toll seid, dass ihr euch die Zeit nimmt, diese Videos anzuschauen und auch mir diesen tollen Feedback zu geben. Und ich weiß das so sehr zu schätzen. Eines meiner Ziele war, wie von vielen anderen natürlich auch, die 1000 Abonnenten zu schaffen. Und was soll ich euch sagen? Zum Zeitpunkt, als ich das Skript vorbereitet habe, am 8. Dezember, da waren wir bei knapp 900 und ich war mehr als glücklich, weil es geht ja eigentlich gar nicht um die Zahl, sondern das Ziel, die Community aufzubauen, das hatte ich geschafft. Und dann kam der Zeitpunkt, wo was passiert ist, und zwar der Michael Ziegern hat ein Video über mich aufgenommen, mich vorgestellt. Nochmal, falls du das hier siehst, 1000 Dank an dich, weil dann sind ganz viele Zuschauer auf mich aufmerksam geworden und ich habe tatsächlich innerhalb von einem Tag dann über 200 Zuschauer dazu bekommen und ja, wir haben die 1000 Abonnenten geknackt. Also nochmal Wahnsinn. Also ich hatte damit ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, das wirklich zu schaffen. Das war so ein ferner Traum, aber das haben wir schon mal hingekriegt und ich hoffe, dass wir noch viel, viel weiter wachsen werden. Erste Kooperation. Einer meiner Wünsche war,
irgendwann mal eine Kooperation mit einer Firma zu machen. Und auch das hat geklappt. KF-Konzept ist auf mich zugekommen und ich kriege jetzt, ich warte gerade drauf, eine richtig tolle Softbox mit Lichtständer zugeschickt und ich darf dann eine ehrliche Review dazu machen für euch. Und das finde ich ganz großartig, weil ich möchte ja neue Lieblinge entdecken, die ich mit euch teilen kann, weil das hier soll ja ein gemeinsames Projekt werden. Und deswegen freue ich mich, wenn ich auch neue Sachen entdecken kann, mit euch gemeinsam testen kann und die euch vorstellen kann. Genau, ja. Und ich hoffe, es kommt noch mehr Kooperationen, aber die erste bleibt auf jeden Fall schon mal in Erinnerung. Ein weiteres Highlight dieses Jahr war, wie viele tolle neue Menschen ich kennenlernen durfte. Und zwar sowohl aus der Community als auch aus der Fotografie-Szene. Eins der größten Momente in diesem Jahr war definitiv, als der Christian Eschbach und die Mel mich aus der Schweiz, tatsächlich aus der Schweiz besuchen gekommen sind. Das war mein persönliches Highlight, weil die beiden sind eine meiner größten Inspirationsquellen. Immer wenn ich selber... Oh, hi Stinky! Immer wenn ich selber nach Inspiration suche, gucke ich mir deren Kanal an. Und deswegen war das für mich wirklich was ganz Besonderes. Ich war super aufgeregt, die beiden kennenlernen zu dürfen. Und die sind so unfassbar tolle Menschen. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich durfte sie auch interviewen. Das Video wird jetzt auch demnächst hochgeladen, damit auch ihr quasi vielleicht neue Inspiration, was heißt vielleicht, ihr werdet auf jeden Fall eine neue Inspirationsquelle finden und die Bilder sind großartig, also da freut euch auf jeden Fall drauf. Cindy, Julia, Jana, Emily und Tabea. Die Mädels sind nämlich extra aus Niedersachsen gekommen, damit ich die euch auch vorstellen kann und Shootings mit denen machen kann. Und was soll ich euch sagen? Es war so ein großartiger Moment. Also es war, an dem Tag gab es so viele Widrigkeiten, das Wetter war schlecht. Ich persönlich, mir ging es richtig schlecht. Ich hatte eine Migräneattacke und musste vorher noch meinen Mageninhalt im Düsseldorfer Hafen verteilen. Nicht eins meiner Glanzmomente, kann ich euch sagen. Aber das ist alles verblasst, weil einfach die Stimmung großartig war. Ich habe es geliebt, mit Cindy zusammen sozusagen zu fotografieren. Das Video wird auch kommen. Und Cindy und ich sind wirklich, wir sind Soulsisters. Es tut mir leid, falls im Hintergrund gerade die Katzen fauchen hört, die streiten sich gerade. Und die Mädels waren großartig und ich will auf jeden Fall nochmal was mit denen machen. Videos werden kommen. Seid auf die Ergebnisse gespannt. Ein anderer Punkt war noch der Samuel Pancracio, den habe ich euch schon vorgestellt. Das Video ist schon online. Der ist sogar extra aus Spanien gekommen. Ich muss gestehen, er war nicht nur wegen mir hier, sondern wegen der EM. Aber wir haben es genutzt und ich konnte euch auch seine Fotografie näher bringen, was ich auch richtig gut fand. Und last but not least, der liebe Michael Ziegern. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, hat der Michael mich vorgestellt um meinen Kanal und ich bin immer noch total sprachlos und ich bin so unfassbar dankbar, dass er sich wirklich die Zeit genommen hat und so viel Mühe gegeben hat, um meinen Kanal vorzustellen. Und ich bin selten sprachlos, aber es war wirklich... es ist echt super schön. Also es zeigt wieder, wie toll YouTube ist und was für eine tolle Community hier hintersteckt. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also sage ich einfach nur Danke nochmal. Genau. Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Kapitel. Kapitel 3, die Herausforderung. Es war nicht immer einfach. Mir ist es total wichtig, authentisch und ehrlich dabei zu bleiben. Und diese Reise, auch wenn sie mir sehr viel Freude bringt, war tatsächlich nicht immer einfach. YouTube neben 2 Jobs zu betreiben, das war eine Herausforderung, die ich am Anfang zugegebenermaßen etwas unterschätzt habe. Es bedeutet, jeden Abend nach der Arbeit an einem Rechner zu sitzen oder an Urlaubstagen und Wochenenden vor 7, meistens sogar schon vor 6 aufzustehen, um das Ganze zu managen. Zwischen Skriptfindung, Bilderbearbeitung, Shooting durchführen bis hin zu den Videos filmen. Das gehört ja alles dazu. Und ich hatte dieses Jahr genau 4 freie Tage. Eins davon war mein Geburtstag. 3 Tage waren Wellness-Tage mit meiner besten Freundin, die wir im Bali verbracht haben. Aber ich kann euch sagen, weil ich diese Arbeit so liebe, es ist halb so dramatisch, wie es sich anhört. Dieses Jahr war nicht nur wegen YouTube herausfordernd. Wie einige von euch wissen, hat mein Kater die Diagnose Hirntumor bekommen und das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Ich habe 2 Katzen, beide sind leider krank und halt auch alt und neben der finanziellen Belastung, das hat mich dieses Jahr 7.000 € gekostet, ist natürlich die emotionale Belastung die größte, weil dieser drohende Verlust ist für mich echt schwer zu ertragen. Ich kann es nicht anders sagen, aber auch in solchen Augenblicken, wenn es einem selber schwierig ist, ist YouTube auch ein Anker für mich gewesen, weil es hat mir geholfen, mich abzulenken, mich auf was anderes zu fokussieren und
ja, es geht nur einen Weg und das ist geradeaus, aber kommt natürlich alles zusammen, besonders halt auch zeitlich engt es mich sehr ein, weil mein Kater kriegt oder hat wegen dem Hirntumor, dem geht's gut. Also macht euch gar keinen Kopf. Lebensqualität ist bei den beiden voll da. Solange die auch da ist, investiere ich alles, was ich kann, emotional, finanziell, damit es denen gut geht. Und ja, wenn es denen nicht mehr gut geht, werde ich auch diesen Weg gehen und die nicht leiden lassen. Aber auf jeden Fall muss der Kater halt Epilepsie-Medikamente nehmen und die muss man wirklich alle 12 Stunden geben. Ne? Also da darf auch kein maximal eine Viertelstunde Zeitfenster, weil sonst kriegt er epileptische Schübe durch den Hirntumor und mit jedem epileptischen Schub bleibt ein Hirnschaden zurück, sodass ich da natürlich sehr strikt bin. Aber das ist natürlich auch eine weitere Herausforderung, dass man gucken muss, auch die Shootings, wie man das regelt, weil man weiß, man muss halt wirklich alle 12 Stunden, man muss zu Hause sein. Ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Nun ja, aber ich will jetzt auch nicht so rumjammern, weil die Kleinen machen mich seit 15 Jahren jeden Tag glücklich und ich möchte nicht auf sie verzichten. Also ich mache das wirklich gerne. So wie ich YouTube die Herausforderungen gerne mache, sind die Katzen für mich in der Hinsicht keine Belastung ich würde es niemals ändern wollen oder sie abgeben wollen, weil ich liebe sie einfach über alles. Und jetzt kommen wir zur nächsten großen Herausforderung, der innere Druck. Was mich manchmal am meisten geärgert, gehindert hat, war mein eigener Perfektionismus. Fotografie ist ja jetzt schon seit 4 Jahren meine große Leidenschaft, aber auch da bin ich noch auf der Reise. Ich lerne jeden Tag Neues dazu und bin noch lange nicht da, wo ich sein möchte. Und dann kommt noch die Videografie, wo ich natürlich komplett alles neu lernen muss. Und es ist schwer, meine eigenen Grenzen zu sehen und dass ich einfach noch nicht da bin, wo ich sein möchte. Und ja, das ist schwer, quasi damit umzugehen. Aber auch das ist ein Schritt oder ein Weg, den ich lernen muss oder lernen darf gerade, wo YouTube mich natürlich auch voranbringt, dass ich lerne, mit mir selber halt ein bisschen nachsichtiger zu sein und auch mal 9 Grad, ist das richtig, 9 Grade lassen? 4 Grade? Ihr wisst, was ich, nee, 5, ne? 5 Grade sein zu lassen. Genau, ja, also auch persönlich entwickle ich mich weiter durch dieses an die Grenzen kommen. Was mir auch sehr geholfen hat, ist mich immer wieder daran zu erinnern, warum ich das alles mache und dass das nicht perfekt sein muss. Und ich weiß, dass ihr das auch gar nicht von mir erwartet. Deswegen, das muss ich mir halt immer selber vor Augen führen. Ich arbeite nicht, ich bin kein Arzt am offenen Herzen, wo es um Leben geht. Es ist im Grunde genommen nur YouTube. Und jetzt kommen wir doch mal wieder zu einem schöneren Kapitel und zwar der Blick nach vorne. So, und jetzt schauen wir mal gemeinsam in die Zukunft. Was sind denn jetzt meine Ziele fürs nächste Jahr? Ein großes Ziel ist für mich die Monetarisierung auf YouTube, denn ich stecke nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld in diesen Kanal. Und ich mache es natürlich aus Leidenschaft und weil ich die Community liebe, aber es wäre total schön, wenn so ein bisschen was der Kosten sich decken würde durch den Kanal selber. Das habe ich ja auch schon angefangen mit den Affiliate-Links, genau. Und ja, wenn dann tatsächlich noch die Monetarisierung freigeschaltet wäre das natürlich großartig. Dafür ist es aber noch ein bisschen was zu machen. Den ersten Meilenstein haben wir geschafft. Die 1000 Abonnenten sind richtig. Und jetzt muss ich noch die 4000 Stunden Watchtime erreichen. Das heißt, dass 4000 Stunden Inhalt angeschaut wurden. Da sind wir jetzt bei knapp 1650, meine ich. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir das auch noch schaffen werden. Ich werde zumindest bemüht sein, auch fürs nächste Jahr wieder jede Woche ein Video für euch zu kreieren und ja, es spannend für euch zu machen. Was möchte ich denn noch machen? Ich möchte neue Formate erschaffen oder erforschen mit euch zusammen. In diesem Jahr hatte ich ja schon einige Formate ausprobiert. Ich hatte Vlogs und Live-Podcaste gemacht. Da habe ich euch ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen in meinem Leben als Teilzeitfotografin oder wie man es nennen möchte, gegeben. Genau, aber ich habe das Gefühl, die sind nicht so gut angekommen. Deswegen hatte ich die wieder eingestellt. Falls ich mich irre und ihr vermisst die Vlogs oder die Live-Podcasts, dann schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Dann würde ich das selbstverständlich für euch wieder aufnehmen. Ich möchte euch nur Sachen geben, die euch interessieren. Deswegen hatte ich gedacht, so, ich glaube, die kommen nicht so gut an und hatte die wieder eingestellt. Dann hatte ich die Theorievideos gemacht, die sind bei den Anfängern besonders beliebt, in denen ich die Fotografie-Basics halt versuche, auf eine angenehme Art und Weise zu vermitteln. Da werde ich auf jeden Fall auch weiter dranbleiben. Equipment-Test,
das ist relativ neu, aber ich habe das Gefühl, das kommt ganz gut bei euch an. Besonders wenn ich euch ja auch preisgünstigere Sachen zeige, wo ihr wisst, dass ich immer für bin. Ich finde, man muss nicht Unsummen Geld ausgeben, um schöne Ergebnisse zu erzielen. Und ja, da werde ich auf jeden Fall auch weitermachen, wenn ihr Interesse dran habt. So, und dann als letzter Punkt waren die Street Portraits und die, ich sag mal, einfachen Setup-Porträts. Da habe ich das Gefühl, die sind sehr gut angekommen. Besonders das Video mit der Lara, wo ich euch mit natürlichem Licht die Porträts zeige. Das ist wirklich war das Video schlechthin dieses Jahr. Und das möchte ich auf jeden Fall weitermachen für euch, dass ich euch einfache Setups zeige, wie ich fotografiere, wie man halt auch schöne Bilder machen kann. Genau. An diesem Punkt möchte ich euch nochmal ermutigen, die Kommentarfunktion zu nutzen. Und ihr könnt mir da immer gerne reinschreiben, welche Formate ihr euch wünscht. Ob es besondere Themen gibt, die ich für euch behandeln soll oder Shooting-Ideen, die ich umsetzen soll. Also wie gesagt, ich wiederhole mich, aber das hier soll wirklich ein interaktiver Kanal werden. Ich mache das hier nicht, also ich mache es natürlich auch für mich, aber ich mache es auch für euch. Und mir ist es wichtig, dass ihr Inhalte bekommt, die euch interessieren. Deswegen, da könnt ihr natürlich immer gerne die Kommentarbox benutzen. Ne? Ihr könnt euch auch gegenseitig kommentieren. Ich freue mich immer, wenn quasi angeregt Austausch dort betrieben wird. Ach, und wo wir schon an dem Punkt sind, falls hier neue Zuschauer dabei sind, ihr könnt gerade jetzt den Kanal abonnieren und ansonsten, wenn euch das Video gefällt, gebt mir gerne ein Like, weil das hilft sozusagen bei YouTube, um unsere Sichtbarkeit ein bisschen höher zu bringen, damit unsere Community auch weiter wächst. Ein bisschen Werbung in eigener Sache muss zwischendurch erlaubt sein. Und das war mein erstes Jahr auf YouTube. Ich möchte die Chance nochmal nutzen, euch nochmal Danke zu sagen. Danke, dass ihr mich unterstützt, dass ihr euch die Zeit nimmt, diese Videos zu sehen. Ich weiß es sehr zu schätzen und ich freue mich schon auf das kommende Jahr, gemeinsam mit euch weiter zu wachsen, neue Sachen zu lernen und ich bin so gespannt. Es wird auf jeden Fall vieles Interessantes noch geben und es werden noch wahrscheinlich auch viele tolle Chancen kommen. Genau, ich sag mal Tschüss und bis nächste Woche.